Ist das zweite Western-Set von Funhole besser als das erste? Was meint ihr? Bleibt bis zum Ende dran und entscheidet selbst. Hallo und willkommen auf meinem klemptastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute zeige ich euch ein Western-Set von Funhole, die mittlerweile unter dem Namen Lumibrix bekannt sind. Das Old West Sheriff's Office. Das ist das zweite Set aus der Western-Reihe von Lumibrix mit der Setnummer F9026 mit 1240 Teilen. Hier eine Box, schöne Box. Hier im Hintergrund erkenne ich ein Set, was später rausgekommen ist. Ich glaube, das war das General Store. Bin mir nicht sicher, aber so sieht's aus. Sonst Airplane Box, schwarze Box. Hinten mit Licht aus und Licht an. Und unten auch nichts. Aber schöne Box. Dann die Bauanleitung. Wir haben so eine hochstehende Bauanleitung. Hier haben wir das gleiche Bild wie auf der Box. Und nochmal drinnen eine andere Perspektive. Und hier nochmal vielleicht so die Minifiguren aus der Nähe. Dann kommen wir zur Verkabelung. Bisschen Batterien, wie man Sticker anbringt. Aber in diesem Set gibt es keine Sticker mehr. Das war da, wo sie von Transferstickern komplett auf Prints rübergegangen sind. Und schon fangen wir mit den Minifiguren an und der Bau startet. Die Bauanleitung hat 186 Seiten, 277 Bauschritte, 9 Bauabschnitte, macht etwa 4,48 Teile pro Bauschritt und 137 Teile pro Bauabschnitt. Wie immer schöne große Bilder. Wenn es um die Verkabelung geht, findet man da gar keine Probleme. Es wird immer schön angezeigt. Ich versuche jetzt irgendwo hier es zu finden mit Kabeln. Na, so, zum Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel. Hier Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4. Also, man kann gar keine Fehler machen. Sehr gute Bauanleitung. Dann hier mal das Set und die Maße vom Set. Wir haben ein also das Gebäude und dieses Teil hier. Dieses Seitbild hat eine Breite von 9,5, eine Höhe von 6,8 und eine Tiefe von 5 cm. Und das Hauptgebäude hat eine Breite von 22,8, eine Höhe von 26,5 und eine Tiefe von 17 cm. Das ist nicht die originale Batteriebox. Die originale ist eine kleinere mit den kleineren Batterien und sie gehört dann hier rein und man sieht die Batteriebox gar nicht. Bei mir ist es so jetzt, weil das eigentlich in meiner Klemmbaustadt steht und dann ist quasi über eine Stromquelle alles verbunden ist. Dann hat dieses Set 5 Minifiguren, die werde ich euch jetzt einblenden. Und dann sehen wir erstmal den Sheriff mit dem weißen Hut und Pistole in der Hand. Dann der zweite ist wahrscheinlich nur ein ganz normaler Sheriff-Typ oder Cowboy-Typ. Der dritte sieht mir schon aus wie ein Ganove, so mit viel Munition. Und der vierte sieht aus wie ein Häftling, würde ich mal sagen, mit seiner Kleidung. Vorne sind sie alle bedruckt, hinten ist nur quasi der Häftling und der mit dem dunkelbraunen Oberteil. Da sieht man quasi so die Ärmel noch ein bisschen gemacht. Sonst keine Wendegesichter, einfarbige Beine sind es nur, aber schöne, rundige Minifiguren von Lumibrix. Dann hat das Set noch 5 LED-Lampen, so viel habe ich gezählt. Ein Tier könnte man das hier zählen, obwohl das ist ja ein Brickbild. Und
Es wiegt 1150 Gramm. Es ist im Januar 2024 rausgekommen und schon kommen wir zum Preis. Interessant ist, dass ich habe ja gesucht, wo ich es gekauft habe, das war beim Release. Ich habe tatsächlich damals 87 Euro bezahlt, aber aktuell findet man es für 74 Euro. Also für 74 Euro würde das einen Teilepreis von 5,79 Cent machen und einen 100 Gramm Preis von 6,43 Euro pro 100 Gramm. Die Bauzeit wäre etwa 4 Stunden 20 Minuten, kommt immer darauf an, wie schnell ihr baut. Ein Speedbild habe ich nicht diesmal, deswegen kommen wir gleich zu der Beleuchtung und ich mache jetzt erstmal mein Licht aus. Und hier können wir sehen, hier so ein bisschen unten an der Veranda schön beleuchtet. Hier an der Seite so eine schöne Lampe, oben ist auch beleuchtet. Hier glaube ich vor dem Fenster steht etwas, deswegen sieht man es nicht so gut. Hier auch eine schöne Lampe. Und ja, hinten ist es in dem Sinne nicht beleuchtet, aber man kann es hier aufmachen. Unten und oben. Und da sieht man auch wieder, wie es schön rausleuchtet. Und schon ist der Rundgang vorbei. Und machen wir wieder mein Licht an. Nehmen wir jetzt das Set ein bisschen auseinander und zeigen es aus der Nähe. Erstmal das Seitbild. Wie schon gesagt, alles was ihr seht, sind bedruckte Teile. Hier schöne Prints, richtig schöne Prints, so richtig Western-Style, wer gesucht wird. Steht da, hier kann man es erkennen, über die Kamera steht $1200 und hier 1500. Ja. Und das ist wohl eine Werbung für Schuhverkauf oder Stiefel halt. Nett, easy gebaut. Früher hatten sie immer bei den Western-Sets, ich weiß jetzt nicht, ob es auch bei den neueren ist, aber immer so ein kleines Seitbild. So, tun wir die Minifiguren erstmal weg, damit uns da nichts kaputt geht. Und dann starten wir hier von vorne und da sehen wir so eine... wo war das jetzt? Ich glaube so hier. So, haben wir hier eine Peitsche. Dann würde ich sagen, wenn man hier sein Pferd anbindet, dann kann man hier auch Wasser einfüllen. Oh mein Gott, bisschen Staub. Mein. So, kleine Kaktusbusche, hier Sack mit Kisten. Ja. Und dann haben wir hier noch einen schönen Print. Oh, da wird ein Pferd vermisst. Hier so, wie Holz. Dann hier auch. Für $5000 wird einer gesucht. Mein Gott. Hat dieses Rad, hier eine Leiter, die hochgeht, hier quasi aus dem Schornstein. Der Brickbill-Vogel, den finde ich super lustig. Ich meine, man erkennt's. Mir fällt jetzt die Sorte vom Vogel nicht ein. Ich blende irgendwo den Namen ein. Und ja, hinten dann kann man auch öffnen, aber dazu kommen wir noch. Und hier an der Seite haben wir eine schöne Treppe, eine Tür und hier haben wir noch so Flaschen und alles. So, und jetzt will ich halt die Verkabelung wegtun. Oder versuche ich das so einzuklemmen? Ja, also das geht halt so auf und da steht normalerweise die Batteriebox, die kleinere. Ich tue es jetzt erstmal hier ausstecken und dann schauen wir mal später. Man kann das Set nicht nur hinten aufklappen, dieses ist auch modular. Also erst halt sowieso das Dach, die andere Seite geht nicht so auf, also das ist verbunden mit diesen Hinge-Plates. So geht das nicht runter, glaube ich. Nee, aber es ist hier modular. So. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich gesehen habe, wo ich das erste Mal gesehen habe mit diesen Verbindungsstücken. Und es funktioniert in diesem Set super gut. Auch wenn es ein älteres Set ist. So, wieder was abgerissen. Und machen wir es dann hier auf. Hier haben wir so eine Kamera. Und da haben wir quasi auch in der Ecke, sieht man halt
so diese Höhentabelle, hier ein Spiegel, Metallic Silver, hier Bounty List, ich glaube, das sollte also eine Liste sein, wen Sie alles suchen. Hier ein Schreibtisch mit einem Stuhl, der ist hier angenockt, das finde ich immer gut, wenn es nicht so rumflackert. Und hier eine Lampe und dann werden quasi die Ganoven hier hingestellt, muss man sie abfotografieren, dokumentiert, hier Handschellen, hier Waffen, hier Sheriff und da haben wir auch eine Gefängniszelle. Und das kann man jetzt hier nicht öffnen, aber was man machen kann, man kann sich hier so rausnehmen. Das finde ich cool und dann kann man auch das Dach so einfach abnehmen und eine Minifigur reintun, weil, wie gesagt, die Tür, die ist schon fest. Natürlich kann man sie so mit bisschen Gewalt rausdrücken und da ist halt so ein Bett, das sehe ich, man kann es nicht klappen und auch eine Ausbrechfunktion gibt es hier nicht. Eventuell, dass sie das ganze Gebäude da rausreißen. So. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Natürlich nicht. Na. Und dann kann man es auch so wieder hier schön reinschieben. Ja, und dann unten gibt es nicht mehr so viel zu zeigen. Und dann kommen wir schon zum Obergeschoss. Kann man auch hier schön öffnen. Und da sehen wir. Ich mache hier wieder das Licht an. Ich glaube, dann kann man es besser sehen. Da sehen wir da in der Ecke kleiner Ofen. Da. Also ich würde sagen, das ist die Wohnung vom Sheriff. Und ja, hier kommt er hoch. Ich wollte gerade sagen, wie kommt ihr da überhaupt hoch? Ja, da kommt er hoch. Was ist das? Das ist abgerupft. Wo könnte das hingehört haben? Guckt mal an der Bauanleitung. Ah, okay, hier gehört es hin. So. Dann muss man es da einfach hier irgendwie reinschieben. So, jetzt ist wieder alles auf seinem Platz. Also, Hutständer, dann hier eine Badewanne, hier haben wir ein Print mit Schlüsseln. Und hat hier eine Lampe, da eine Lampe, schön beleuchtet. Ach, da oben war ja ein Vorhang, da Gläser. Und da haben wir eine Tasse. Nett gebaut, Vorhänge, Eimer, schön. Und schon sind wir eigentlich auch mit dem Set schon durch. Hier vorne sehen wir schön diese bedruckte Sheriff mit dem Stern. Nett. Super Ergänzung für deine Klemmbaustadt, Western Klemmbaustadt. 4 Minifiguren. Ja, für den Preis finde ich es völlig in Ordnung. Ich weiß aber auch nicht, wie die Verfügbarkeit von diesem Set ist. Wenn ich mich nicht irre, ist es auf der Lumibrix Webseite komplett ausverkauft und man kriegt es nur auf Amazon. Ich werde euch das unten verlinken. Das sind alles Affiliates-Links. Wenn ihr darüber etwas kauft, könnt ihr meinen Kanal ein bisschen damit unterstützen. Ich liebe die Western-Reihe von Lumibrix. Und es kommen ja immer weiter welche. Ich glaube, auf meinem Kanal habe ich schon sehr viele Western-Sets vorgestellt. Aber jetzt möchte ich auch diese älteren vorstellen, die ich jetzt ohne Speedbuild schon früher aufgebaut habe. Wie findet ihr sie? Also ich finde sie von den ganzen Reihen, ich kenne ja die von Bluebrix, die hat mir nicht so gefallen. Und dann, ich glaube, ich habe noch so von anderen Herstellern, so No-Name-Herstellern gesehen. Das hat mich alles nicht abgeholt, aber bei mir spielt halt auch die Beleuchtung eine echt große Rolle. Schreibt mir gerne in die Kommentare, habt ihr das Set, wollt ihr es noch besorgen? Falls ja, gerne meinen Affiliate-Link benutzen. Sonst hoffe ich, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.